Der Bursch ist am Mädchen gefragt, möchtest du mit mir Schlitteden machen? Das kleine Mädchenherzchen, das halt noch mega fest pumpelt. Es ist so tief gegangen, dass die natürlich dann halt auch Liebe empfunden haben. Endlich habe ich vielleicht meine Frau gefunden. Also die Schlitteden ist ein Oberengadiner Winterbrauch, der sehr alt schon ist. Wo man die Kultur, das Brauchtum und das Trachtengut zusammenführen. Man hatte in den Dörfern ja keinen Kontakt mit anderen Jugendlichen aus anderen Dörfern. Weil auch sie wie wir allein in den Bergen leben und wie wir vom Winter gefangen sind. Und dann hat man eigentlich wie eine Brutschau gemacht. Bauernbuben, wo sie sich irgendwas wie ein Mädchen mal vielleicht angeschaut haben oder sollen wir nicht. Möchtest du mit mir Schlitteden machen? Und dann hat die Ja oder Nein gesagt. Und wenn sie Ja gesagt hätte, dann hätten die eigentlich so einen wunderschönen Tag verbracht in der Natur draußen. Da kommen sie alle, Burschen und Mädchen, 2 und 2. Ein glücklicher Zug, 2 und 2. Das ist so tief gegangen, dass die natürlich dann halt auch Liebe empfunden haben. Und durch dem sind auch Perlen entstanden. Ein Anfang von einer späteren grossen Liebe. Hintereinander sausen die Schlitten im Wind, immer weiter, weiter durch Schnee und Wind. Ja, so haben sich natürlich schon viel kennengelernt. Die Schlitteden selber hat nicht mehr die Bedeutung von früher. Das kann sie ja gar nicht haben, weil es hat einfach andere Mittel, um sich kennenzulernen. Mit den ganzen Dating-Apps, die man ja kennt, mit Parship und ich weiss nicht was, das ist bedeutend schwieriger geworden. Früher hat man immer gesagt, ja, etwa mit 30 ist dann das Ganze quasi schon abgeschlossen, man hat Familie, man hat geheiratet. Ich denke auch im Wandel der Zeit sind ganz viele Leute, die halt, ja, wollen die Welt bereisen, studieren. Da ist man nicht mehr auf einen Verein angewiesen, der ein bisschen gleich sind. Ja, aber ich glaube auch, dass das, was da passiert, ist eine bessere Sache ist. Wenn man sie da auf einen Nenner bringt, dann ist es eine gute Voraussetzung. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und vor allem gehen alle, die dort einmal durch sind, an dem Abend, sagen, das ist der schönste Tag im Winter. Der schönste Tag kann es ja immer noch sein, wenn die richtigen Leute nimmst, die richtigen Perlen auf einem Schlitten tust und gibst noch ein Ross in dieser Landschaft, dann ist der Sinn der gleich wie vor 50 Jahren. Und wir werden bewundert, bestimmt von den Touristen. Der Zusammenhalt, den man hat dort, oder? Wenn man sieht, dass man so eine Truppe zusammenrufen kann, das ist jetzt für mich das, was am meisten imponiert. Eigentlich ist ja das der Ursprung und Basis von dieser Schlitteden. Weißt du, dass es etwas kittet?
Zusammengehörigkeitsgefühl ist immer noch ein inneres Bedürfnis. Ob es jetzt immer noch traditionell für das, was man erfunden hat, oder ins Leben gerufen hat, spielt gar keine Rolle. Wenn man es nicht organisiert, hat man es einfach nicht. Und wenn man es hat, hat man das Ganze oder nicht. So alte Traditionen, finde ich, sollte man wirklich mehr Acht geben und probieren erhalten. Schlitted ist natürlich für mich mit der Tradition, mit den Wurzeln verbunden sein, wo man dann aber auch gerade selber auch wieder merkt, ja, hey, jetzt habe ich gerade voll die Verbindung mit den Vorfahren. Das Bewusstsein von dem Erstträger weiterzugeben, versuchen die Jungen zu animieren, deine eigenen Kinder. Das ist eine grosse Aufgabe, die wir Alte noch haben. Es ist schon schwierig, die Jungen motivieren, zum Beispiel so etwas mitmachen. Dann sagen sie meistens, ja, aber ich habe niemanden, ich habe keine Frau oder ich habe keine Freundin. Also das war ja auch bei mir der Fall. Ich habe mit einem Kollegen mitgemacht. Und wenn man jetzt noch Pärchen zusammenwürfeln müsste, die wirklich verheiratet sind oder die zusammen sind, dann wird es einfach schwierig. Es gibt nämlich ganz viele Frauen, die gerne mitmachen würden, wo aber der Mann, je nachdem, sich das nicht getraut, mit Ross. Man hätte müssen sagen, dass man eine stattliche Anzahl hat von Pärchen, die Schlitted machen, hätte man es jetzt heute müssen gut mischen. Und das ist sicher etwas, wo man einfach merkt, dass das der Schlitted hilft. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass die Empfindungen so bleiben und dass wir Sorge geben zu dieser Kultur, zu dem Gut, zu dem Material, das man hat, sei das jetzt Schlitten, Trachten, dass es in 30 Jahren immer noch so praktiziert wird, wie vor 100 Jahren, aber einfach mit einer etwas anderen Bedeutung. Irgendwann werde ich auch hören. Mein Wunsch wäre schon, dass jemand jünger das Ganze in die Hand nimmt. Wenn wir vielleicht ein bisschen zurücktreten können und vielleicht auch mal ein Schlitted zuschauen und geniessen und sagen, ja, es geht weiter. Das wäre schon schön. Viva la Schlitted in Engiadina. Das ist ein Badüsli, das muss dann A sein. Gell? So, und nicht anders. An der Schlitted schnupft jeder. Ja, ich musste mich anstecken lassen. Und sonst wäre sie mit einem anderen gegangen. Das wäre auch nicht gut gewesen. Also ich bin sowieso mit Traditionen, ich glaube, ein bisschen speziell. Tracht zeigen. So kann ich auch einen Skianzug anlegen. Da, Schlittenfach machen. Man ist einfach so mit Herzblut dabei. Weißt du, wie viele Schlitted ich schon gemacht habe? In der Tracht sind Frauen schöner als Männer. In der Tierwelt sind Männer schöner als Weibchen und das ist da in der Tracht ist wirklich umgekehrt.